Der Flughafen Manila, oder Ninoy Aquino International Airport wie er richtig heißt, wurde 1948 auf den Philippinen eröffnet. Damals war er ein kleiner und unbedeutender Flughafen. Doch im Laufe der Jahre hatte er sich zu dem größten und wichtigsten Flughafen der Philippinen entwickelt. Jährlich fertigt der Flughafen 2,5 Millionen Passagiere in seinen ausländischen Flügen und 5 Millionen in seinen inländischen Flügen ab. Da die Möglichkeit von Verbrechen oder illegalen Aktivitäten ständig gegeben ist, müssen alle diese Menschen und ihr Gepäck 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche überprüft und überwacht werden. Für einen Sicherheitsbeamten, der an einem Flughafen arbeitet, hat die Arbeit definitiv ihre Höhen und Tiefen. Es kann wochenlang nichts Interessantes oder Aufregendes passieren. Man sieht nur zahllose Gesichter, die in den Urlaub fliegen und anschließend wieder zurückkommen. In ihrem Gepäck befinden sich die üblichen banalen Dinge, die man normalerweise auf einer Reise mitnimmt. Manny war ein solcher Sicherheitsbeamter. Er machte seinen Job schon seit über 30 Jahren und hatte schon alles gesehen. Natürlich gab es die üblichen Flauten, in denen nichts Interessantes passierte. Aber in gewisser Weise war Manny für diese Momente dankbar. Sie bedeuteten, dass nichts schief ging und dass keine Gefahr bestand. Aber es war nicht immer so ruhig. Er hatte Leute gesehen, die versuchten, Drogen ins Land und aus dem Land zu schmuggeln. Ebenso hatte er große Mengen Bargeld gefunden, die die Leute illegal von einem Ort zum anderen bringen wollten. Manny hatte Komplotte vereitelt, flüchtende Verdächtige gestoppt und sich sogar mit unkooperativen und bösartigen Passagieren angelegt und geprügelt. Mannys Job war definitiv mit Risiken verbunden, aber er schätzte ihn sehr. Er wusste, dass er etwas bewirkte und den Flughafen von Manila und damit auch andere Flughäfen auf der ganzen Welt sicherer machte. Aber ein einziger Mann konnte nicht alles machen. Und auch ein ganzes Team konnte die Anzahl der Passagiere und des Gepäcks, die den Flughafen jeden Tag passierten, nicht angemessen überwachen. Aus diesem Grund wurden mehrere hochqualifizierte Hunde eingesetzt. Diese Hunde waren darauf trainiert, Drogen und andere illegale Substanzen zu erschnüffeln und ihre Hundeführer zu der Person oder dem Gepäck zu führen. Die Person wurde durchsucht und das Gepäck inspiziert. Die Tiere identifizierten eine Person oder ein Gepäckstück auf eine sehr klare und direkte Weise. Die normalerweise aktiven und erregbaren Hunde erstarrten, setzten sich dann hin und richteten ihre Nasen auf die betreffende Person oder das Gepäckstück. Dies würde dann die Hundeführer alarmieren und ihnen zeigen, wen der Hund verdächtigt hatte. Es war eine einfache Methode, die aber einwandfrei funktionierte. Es gab in den letzten Jahren nur 1 oder 2 Fehlalarme und in den meisten Fällen identifizierten die Spürhunde illegale Substanzen und verbotene Gegenstände korrekt. Und somit waren sie ein unverzichtbarer Teil des Sicherheitsteams. Doch eines Tages geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Nicht einmal die Hunde selbst. Als Manny und seine Kollegen einen Koffer öffneten, waren sie schockiert von dem, was sie sahen. Der Tag begann wie jeder andere auch. Manny kam früh zur Arbeit, gegen 4 Uhr morgens. Er machte sich im Büro einen Kaffee und unterhielt sich mit einigen seiner Freunde und Kollegen. Er fand es immer wichtig, mit allen, mit denen er arbeitete, ein gutes Verhältnis zu pflegen. Anschließend ging Manny zu den Zwingern, wo er mehrere Spürhunde abholte. Er verbrachte etwa 10 Minuten damit, mit ihnen zu spielen und sie zu streicheln. Es mochten hochtrainierte Tiere sein, die eine Aufgabe zu erfüllen hatten, aber am Ende des Tages waren es immer noch Hunde, die die Aufmerksamkeit liebten. Dann ging er mit 3 der Hunde zurück zu seinen Kollegen und übergab 2 von ihnen an sie. Manny behielt den 3., einen gut ausgebildeten Hund, der fast nie Fehler machte. Mit einem Blick auf die Uhr stellte er fest, dass es Zeit für das Sicherheitsteam war, den Flughafen zu durchsuchen und zu prüfen, ob alles in Ordnung und sicher war. Also machten sie sich auf den Weg. Manny und sein Hund übernahmen die linke Seite des Flughafens, während seine beiden Kollegen mit ihren Hunden die mittlere und rechte Seite übernahmen. Während sie gingen, schnüffelten die Hunde an den vorbeigehenden Passagieren. Manny lächelte und winkte den Leuten zu und blieb sogar hin und wieder stehen, damit neugierige Kinder den Hund kurz streicheln konnten. Das war zwar nicht unbedingt erlaubt, aber viele wussten, dass man die Öffentlichkeit auf seiner Seite haben musste, wenn man einen guten Job machen wollte. Und außerdem liebten die Hunde Aufmerksamkeit. Plötzlich begann Mannys Hund jedoch an der Leine zu ziehen. Es kam nicht oft vor, dass er so etwas tat. Und Manny wusste, dass er, wenn das passierte, einfach loslassen und beobachten sollte, wohin der Hund rennt. Und genau das tat er auch. Er schlängelte sich durch die Menschen, die sich beeilten, ihre Flüge zu erreichen oder einzuchecken, und blieb an einem großen unbeaufsichtigten Koffer stehen. In diesem Moment begann er zu bellen. Ein ungewöhnliches Zeichen. Manny holte nur wenige Sekunden später auf und untersuchte das Gepäckstück, während der Hund ununterbrochen bellte und kläffte. Es war, als wollte er Manny etwas mitteilen, wofür er nicht trainiert war. Der Hund saß und zeigte mit seiner Nase auf ihn, bellte aber weiter und weiter, bis es im ganzen Flughafen widerhallte. Der andere Hund näherte sich bald, und auch er verhielt sich seltsam und ungewöhnlich.
Als ob auch er spürte, dass sich in dem Gepäckstück etwas höchst Ungewöhnliches befand. Manny erkannte sofort, dass der Koffer unbeaufsichtigt war und sorgte dafür, dass niemand in seine Nähe kam. Es konnte eine Bombe sein. Flughäfen waren bevorzugte Ziele für Terroristen, die Menschen verletzen wollten. Es hätte Manny also nicht völlig schockiert. Aber irgendetwas sagte ihm, dass es sich nicht um Sprengstoff handelte. Der Hund verhielt sich viel zu seltsam. Sein ständiges lautes Bellen verriet Manny, dass sich in dem überdimensionalen Koffer etwas befand, das er sich ansehen musste. Also rollten er und seine Kollegen das Gepäckstück in ein Büro und hoben es auf den Tisch. Es war sicherlich sehr schwer. Aber jetzt war die Stunde der Wahrheit gekommen. Sie alle wollten sehen, was sich darin befand und was das ständige und unaufhörliche Bellen des Hundes ausgelöst hatte. Als er den Koffer öffnete, wichen viele überrascht ein wenig zurück. Er ließ seinen Blick über den Inhalt schweifen und schloss ihn dann schnell wieder. Er wandte sich an einen seiner Kollegen und bat ihn, das örtliche Tierheim zu kontaktieren. Denn in der Kiste befanden sich hunderte seltene Schildkröten, einige Leguane, ein Gecko und sogar eine Python mit einem geschätzten Wert von $150.000. Weder Manny noch sein Sicherheitsteam waren es gewohnt, mit solchen Dingen umzugehen. Innerhalb einer Stunde war das Team des Tierheims vor Ort. Sorgfältig dokumentierten sie die vielen Tiere in der Kiste. Leider waren einige tot, aber zum Glück hatten viele überlebt und brauchten nur ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit. Es grenzte an ein Wunder, dass die Python, die Leguane und die Geckos noch am Leben waren. Das Sicherheitsteam suchte den Flughafen nach dem Besitzer des Koffers ab. Aber es war niemand zu sehen. Sie überprüften die Sicherheitsaufzeichnungen und identifizierten den Mann, der den riesigen Koffer in den Flughafen gerollt hatte. Offenbar hatte er das Sicherheitsteam und die Spürhunde gesehen, die sich um die Passagiere herum bewegten, und war erschrocken geflüchtet und hatte sein Gepäckstück zurückgelassen. Wenige Augenblicke später zeigten die Überwachungskameras, wie der Hund auf die Kiste zulief und anfing ununterbrochen zu bellen. Zum Glück hat die Geschichte für die meisten Tiere ein glückliches Ende. Sie wurden ins Tierheim gebracht und wieder gesund gepflegt. Danach wurden sie an eine Auffangstation weitergegeben, die sich um sie kümmern und ihnen zu einem besseren Leben verhelfen konnte. Wer weiß, wo sie gelandet wären, wenn sie nicht abgefangen worden wären. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Wolf an, der nach einem Autounfall ein Baby gefunden hat. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.